Dieses Mal ruhen wir uns ein wenig aus bei der Minigobi und gehen im Sand spielen. Außerdem finden wir am Straßenrand eine buddhistische Stupa, werden in einer Jurte übernachten, bekommen eine grandiose Show geboten und besuchen das wunderschöne buddhistische Kloster in Karakorum. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Nachdem wir am gestrigen Tag unser Ziel im Osten der Stadt erreicht hatten, nämlich die Werkstatt, wo wir unser Auto sanieren lassen wollten, sind wir an diesem Tag ganz früh losgefahren, um unseren Freund vom Flughafen abzuholen. Und wir haben mit Freuden feststellen können, dass um diese Uhrzeit die Straßen tatsächlich fahrbar waren. Weil wenn wir dann einsenken, sitzen wir nicht auf Querlenker auf. Also jetzt geht's gleich runter. Oh, Alter! Das Oh! ist der größere Löcher jetzt. Das Beste ist, wenn man sie nicht mal sehen kann. Ja, Wir haben auch so irgendwelche Plastikteile verloren. ja. Welcome to Mongolia! So. Made in Japan. Vanilla White. Wow. Uiuiui. Das sind so mit einem Schiff drauf. Oh, lecker. Unser Camp. Mit Sonnensegel heute mal. Und Fabi. Fabi hat uns Sachen aus Deutschland mitgebracht. Wir haben einmal einen neuen Turboschlauch, weil unsere offensichtlich geflickt ist. Eine Schlussleuchte, weil wir unsere mal in einem Sandloch versenkt haben und dabei abgebrochen haben. Ein 6 Kilogramm schwerer Klimakompressor, den wir schon seit einem Jahr lang suchen. Den gab es endlich mal zu bezahlbarem Preis. Ich glaube, länger als ein Jahr. 2 Lenkmanschetten und eine oder noch eine auf Vorrat. Ein Haben wir Opfer, ne? Tankfüllstandsensor, weil das Gewinde von dem anderen kaputt gegangen ist und wir dadurch ein Leck im Tank haben und unser Auto unter Wasser setzen, wenn wir tanken. Dann haben wir so Sicherheitsdinger für unseren Kühlschrank, damit der nicht während der Fahrt aufgeht, weil eine Versicherung reicht wohl nicht. Genau. Wissen wir noch nicht, ob es funktioniert. Oder die Kabelschläuche im Verhältnis 4:1, damit ich wieder extra klicken kann. Ein neuer Stabilisator und 2 auf Reserve. Ein winziges kleines Teil, um unseren Bremsschlauch zu befestigen. Eine neue Antenne für unseren Router, damit wir das LTE oder 3G Signal besser empfangen können. Und ich glaube, das war's auch schon. Wir haben heute Abend ein Lagerfeuer, diesmal ohne Kacker, dafür mit Stöcken. Ja, Ja, hier sind die Helden, die das Holz gesammelt haben. ja, Und da ist die Helden, die Wein haben. ja. Und da bist du. Au. Das ist die kluge Antwort. Die sind ja fast leer. Oh, fast. Moment. An diesem wunderschönen Stellplatz mit wohlgemerkt Bäumen haben wir uns ein wenig entspannt, bevor wir zur Minigobi rüber sind, die direkt nebenan war. Und ja, wir hatten diesen Stellplatz schon auf dem Weg nach Ulaanbaatar ausgecheckt. Aber bevor es zur Minigobi ging, haben die Männer nochmal richtig professionell die Route Richtung Offroad-Abenteuer geplant. Dann kommt hier 25. Wir berechnen die Offroad-Pistenstrecke von hier bis hier, weil entweder wir fahren hier durch Offroad oder wir fahren einfach die Hauptstraße wieder zurück, 4 Stunden hier, dann nochmal 8 Stunden hier. Also
entweder 16 Stunden Asphaltstraße oder eine unbekannte Anzahl an Stunden Offroad, die wir gerade versuchen ungefähr abzuschätzen. Aha! 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 Du kannst einfach hochlaufen? Ah, da zieht sie ihre Schuhe an. Hast du meine Spuren genommen? Sehr schön. Und jetzt die Möri. Sie verbrennt, sie verbrennt. Heiß, oder? Ja. Mal vorsichtig. Sehr schön. Auch heute ziehen noch Karawanen durch die Wüste. Sie kommen aus fernen Ländern tatsächlich. Aber nur weil sie Touristen sind. So, wir haben undefinierbares mongolisches Fastfood bekommen. Probier mal, Das Möri. sind Teigtaschen. Oh, heiß. Ja. Und hier sind lauter Jurten. Oh, das fühlt sich aber cool an. Das fühlt sich- Es ist auch fertig. Oh, das Fett trieft ja so raus. Mongolisches Fastfood. So flache Teigtaschen mit so einer Art Hackfleisch drin, gut gewürzt und dann frittiert. Schmeckt ganz lecker. Zack. So, also wir haben, Andi war jetzt zahlen und die 3 Teigtaschen haben insgesamt ganz genau 2,01 € gekostet. Runtergerechnet aufs Stück sind das ca. 66 Cent pro Stück. Und wir sind hier an einem relativ touristischen Ort. Wir sind dann weitergefahren Richtung Karakorum und irgendwann ist am Straßenrand diese buddhistische Stupa aufgetaucht. Natürlich mussten wir uns das anschauen.
Wir fahren heute nach Karakorum, die frühere Hauptstadt von der Mongolei. Und am Start sind heute Andi und Fabi. Juhu. Bauer auf G8. Wir gehen jetzt ins Museum in Karakum. Das Genghis Khan Museum. Das muss man besuchen, wenn man verstehen möchte, warum das mal die Hauptstadt des Mongolischen Reichs war. Im Museum durften wir leider keine Fotos machen. Wir können es dennoch empfehlen, denn es ist zwar nicht so groß, aber es sorgt dafür, dass auch jeder die Geschichte der Mongolei versteht. Hier gibt es richtige fancy Klos, so wie in Japan diese elektrischen, so mit Spülfunktion von unten. Und der Witz ist, es ist einfach beheizt von unten. Ja, tolles Klo auf dem Museum. Wir übernachten heute in einer Jurte und es gibt Essen. Reis mit Salat, Gemüse, sieht aus wie Kartoffeln und so eine Art Geschnetzel drin. Rindfleisch, glaube ich. Ja, und auf jeden Fall Salat und auch so Gemüse ist ja in der Mongolei richtig schwer zu kriegen. Deswegen ist es schon richtig, richtig tolles Essen, glaube ich. Eigentlich wollten wir unseren Abend gemütlich ausklingen lassen, doch wir hatten wahnsinniges Glück. Wir wurden zu einer Veranstaltung für traditionelle Musik und Tanz eingeladen, denn eine Reisegruppe war noch im Jutencamp. Und hier ist das Jutencamp. Und in der Nummer 11 haben wir übernachtet. Und da gehen wir jetzt mal rein. So aufpassen, dass man oben und unten nicht anstößt, weil das bringt Unglück. Und hier gibt es noch ein Schloss. Da kann man seine Jurte abschließen. Genau, eine massive hölzerne Tür ist hier am Eingang. Hier noch ein Mülleimer. Und die Betten sind auf jeden Fall spannend, weil hier ist quasi irgendwie so ein bisschen was Weiches drunter und es liegt nochmal sowas drüber, aber es ist eigentlich nur Holz. Also es ist anders als in Deutschland oder in anderen Ländern, weil man irgendwie mal irgendwo übernachtet. Hier oben kommt Licht und wenn man möchte auch Luft durch. Man kann dieses Ding hier öffnen. Genau. Wir hatten es geschlossen, damit keine Mücken reinkommen. Dann haben wir hier eine Lampe, die man hier anmachen kann. Und hier gibt es auch noch ein bisschen Strom. Dieses Camp wird als Familienunternehmen geführt, von 4 Frauen quasi. Ja, die Enkeltöchter, die Mutter, diese Enkeltöchter und auch die Großmutter. Und eine Übernachtung kostet pro Person mit Frühstück und Abendessen ungefähr 20 Euro.
Zum Frühstück in Jotuncamp gibt es Ei mit Salami, Toast, ein bisschen Käse, eine Waffel und Gemüse. Und dazu Instant-Kaffee. Hier steht jetzt Jenny, hier haben wir übernachtet und das ist ganz in der Nähe von dem Kloster, das wir uns jetzt angucken werden. Das heißt, wir werden jetzt, man kann es fast schon sehen, hier einmal entlanglaufen. Dann sind wir gleich am Kloster und wir sind schon ganz gespannt. Wir haben gestern Abend uns noch lange mit 2, teilweise 3 netten reisenden Urlaubern aus Südkorea unterhalten und das war total spannend mit ihnen. Die haben uns super viele kleine Details gegeben. Dem einen gehört jetzt eine Zahnarztpraxis, der andere auch Zahnarzt und in diesem Land ist es auf dem Land eben auch sehr ländlich. Viele leben in der Stadt in Seoul. Die Politik ist teilweise genauso wie bei uns. Die Mittelschicht wird ausradiert. Es gibt Themen mit Nordkorea, möchte man sich wieder vereinen oder nicht. Da sind die Leute gespalten. Dating-Apps wie Tinder sind da auch ganz gängig. Ja, total lustig, wirklich. Habe ich was Wichtiges vergessen? Das war super spannend. Ja, also wir konnten echt über alles reden und die Erkenntnis war eigentlich, umso höher ein entwickelt, also umso Technik oder ökonomisch höher entwickelt ein Land ist, umso mehr gleichen sich die Probleme an. Also die haben einfach genau die gleichen Probleme wie wir in Deutschland. Ja, Geburtenrückgang, die Leute wollen alle auch zur Uni und das ist wichtig, dass man zur Uni geht. Die handwerklichen Berufe sterben genauso aus wie bei uns. Ja, also eigentlich kannst du sagen, ja, das ist wie in Deutschland. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt positives Karma erworben habe. Jeden Tag um 11 Uhr halten die Mönche eine Gebetszeremonie ab, der wir gerade eben beiwohnen durften. Gefilmt durfte leider nicht werden, aber es war super spannend. Also die Mönche haben ihre Mantras gesungen, zwischendrin wurden Geräusche und von Musikinstrumenten gemacht und die Mantras wurden immer und immer wieder wiederholt. Und gegorene Stutenmilch wurde getrunken und es wurde Weihrauch verteilt. War sehr spannend dabei zu wohnen. Sehr viele Gläubige waren da und nur eine Handvoll Touristen. Und was auch total speziell ist, es werden immer Opfergaben dagelassen und es ist meistens was zu essen, weswegen man in diesem kleinen Stupas immer ganz viele Tauben und Vögel findet. Und da jetzt in diesem Gebetsraum waren es ganz viele Süßigkeiten und Tees. Ja, das ist so cool. So, wir sind jetzt hier in diesem großen buddhistischen Tempel, in dem früher bis zu 10.000 Mönche gelebt haben. Jetzt ist es nur noch ein kleiner Teil. Denn
Dieses Kloster, beziehungsweise wir sind ja in der früheren Hauptstadt der Mongolei, die von Genghis Khan und seinen Nachkommen begründet wurde. Und dieses große Reich wurde auch 130, 150 Jahre gehalten. Dann wurde diese Stadt aber irgendwann von den Chinesen den Erdboden gleich gemacht. Und auf den Ruinen dieser Stadt wurde dieses sehr, sehr, sehr große buddhistische Mönchskloster gebildet, welches wiederum aber in den 30er Jahren von den Kommunisten wieder zerstört wurde. Dieser kleine Teil wurde nachgebildet oder wieder aufgebaut und heute leben immer noch Mönche hier. Also, wir waren jetzt in den Tempelanlagen, in den Haupttempelanlagen drin. Man darf drin leider nicht filmen und das respektieren wir natürlich. Die sind super krass kunstvoll gestaltet, mit so viel Liebe zum Detail. Und man sollte es mit eigenen Augen sehen. Das ist total faszinierend, wie diese Tempel künstlerisch auch gestaltet sind. Und jetzt zum Beispiel, hier hat man diese 3 Tempelanlagen nebeneinander. Und in diesem hier in der Mitte stand dran, dass der komplette Tempel ohne Nagel gefertigt wurde. Also alles nur mit sehr ausgeklügelten Holzkonstruktionen. Ja. Müri, was gibt's da? Eine Dumplingsuppe. Ja. Also auf jeden Fall eine fleischige Kraftbrühe mit Dumplings. Yummy, yummy, yummy. Die Mongolei ist übrigens schwierig für Vegetarier und Veganer. Wir essen eigentlich auch nicht so viel Fleisch, aber wir passen uns da doch den Landesgegebenheiten an und die Mongolei ist einfach ein fleischlastisches Land. Also das ist ein Tank-Füllstandssensor, der misst, wie viel Wasser sich in unserem Frischwassertank befindet. Oder auch Abwassertank. Oder auch Abwassertank. Und wir haben den an einer Stelle verbaut, im Frischwassertank, wo man wirklich nur mit vielen Verrenkungen hinkommt. Und wir dachten, das ist ja okay, weil den muss man ja nie wieder ausbauen. Allerdings ist hier unten so ein Gewinde drauf und das hat man dann hier festgeschraubt von unten am Tank. Ja? Und das hat sich mit der Zeit gelöst, durch die Ruckelpisten, und ist einfach in den Tank gefallen. Und dann ist der Sensor aus dem Tank herausgekommen und das Wasser ist ins Innere des Fahrzeugs gelaufen beim Befüllen des Tanks. Es gab eine riesen Sauerei. Jetzt bauen wir den andersrum ein. Es gibt 2 Einbauarten. Jetzt bauen wir so ein, dass der Tank hier ist und das quasi im Wasser ist und wir das Gewinde von oben drauf schrauben. Und damit haben wir mehr Möglichkeiten. Und das Gewinde, dieser Ring, der fällt nicht einfach irgendwo ins Wasser und verschwindet im Tank. Ja, also Learning. Man baut immer alles so, dass wenn etwas kaputt geht, und es geht alles kaputt, dass man gut rankommt und es einfach reparieren kann. Das haben wir da nicht bedacht. 4:1 Schrumpfverhältnis. Das heißt, die sind jetzt 4-mal so groß, wie sie nachher sind, wenn man sie drauf gemacht hat. Kannst du sie mal näher zeigen? Ja, 4:1. Marktführer. Schauen wir mal. Ja, wie man sehen kann, haben die Schrumpfschläuche hervorragend funktioniert und die Kabelverbindung war dann super. Wir durften dann bei dem Juttencamp, das wir auf jeden Fall weiterempfehlen können, auch noch Wasser tanken. Dafür hat sich der Großvater der ganzen Mädels, die das Camp betreiben, fast noch in den Brunnen reingelegt. Und am Ende wollten sie nicht mal was fürs Wasser haben. Ja, und dann haben wir auch noch diesen coolen Tourguide hier getroffen, der uns noch seinen Geheimtipp für die Route verraten hat, die wir nehmen wollten. Und hier ist dieses Video auch schon zu Ende. Deswegen sagen wir einmal ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.